Mir ist da was aufgefallen. Ich schaue mich um in einer Welt, in der wir alles haben, was wir uns erträumen können. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Für einen Großteil unserer Probleme gibt es augenscheinlich tolle Lösungen, meist in Form von Produkten. Wir haben mehr als nur gefüllte Mägen und Schränke, die so voll sind, dass wir nicht mehr wissen, was wir überhaupt besitzen. Und obwohl wir im absoluten Wohlstand leben, sind die meisten von uns unzufrieden. Viele von uns verspüren ein tiefes Loch in ihrer Seele. Fehlende Nächstenliebe, Wärme und Zuneigung machen diese Löcher immer größer. Vorerst denken wir, dieses Loch mit Belohnungen wie neuer Kleidung oder einem leckeren Essen füllen zu können. Doch dass dies nur kurzzeitig anhält, wissen schon die meisten von uns. Trotzdem belohnen wir uns wieder und wieder. Das schreibt Jana Kaspar in ihrem ersten Buch mit dem Titel Mein Konsumtagebuch. Es ist im Dezember letzten Jahres erschienen und ich habe es bisher 2-mal gelesen. Und ich muss wirklich sagen, Jana, dein Buch zeigt auf jeden Fall Wirkung. Man wird jedes Mal aufs Neue nachdenklich und beginnt, Dinge in seinem Leben zu hinterfragen. Zusammen mit dem Beziehungspsychologen und Autor Wieland Stolzenburg, der einen eigenen Teil verfasst hat, ist das sehr interessante Buch veröffentlicht worden. Herr Stolzenburg geht auf Janas Erzählungen ein und veranschaulicht alles theoretisch anhand gut verständlicher Beispiele. Ich habe einige interessante Stellen herausgesucht, die ich gleich vorlesen werde, um einen kleinen Einblick zu geben. Aber ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich das Buch zu kaufen und es komplett selber zu lesen. Alleine schon wegen dem persönlichen Tagebuch am Schluss. Jana erzählt ihre Lebensgeschichte und wodurch ihr Konsumverhalten als Kind geprägt wurde. Sie erläutert, wie über die Jahre ein Loch in ihrer Seele, also ein Gefühl des Nicht-Genugseins entstand und wie sie es schließlich nach ihrem Burnout geschafft hat, ihr Leben völlig zu ändern. Mit diesem Verhalten richten wir so einiges an, was uns nicht immer direkt bewusst ist. Die Erde, auf der wir Gast sind, pfeift schon aus dem letzten Loch. Wir züchten Lebewesen in Massen, um sie dann ohne Wertschätzung und Mitgefühl für unsere Zwecke zu quälen und auszubeuten. Tatsächlich macht uns das Konzept des Kapitalismus, mit dem wir momentan leben, das Umdenken mehr als schwer. Fast schon im Sekundentakt wird uns von allen Seiten ins Unterbewusstsein geflüstert, nicht genug zu sein. Denn nur so sind wir auch brave Käufer. Essstörungen werden auch angesprochen und Jana berichtet von ihren YouTube-Anfängen sowie ihrem Leben als Influencerin, wobei sie ebenfalls die Schattenseiten von Social Media aufzeigt. Für die Wirtschaft wäre es also recht fatal, wenn wir uns alle ganz und komplett fühlen würden und glücklich und gesund wären. Dann würde ja niemand mehr etwas kaufen. Gibt es irgendwo ein Problem, kann man eine Lösung dafür kaufen. Gibt es kein Problem, muss man eben eines erfinden. Ich finde, darüber sollte man echt mal nachdenken. Ein weiteres Thema im Buch ist der Minimalismus, welcher natürlich mit bewusstem Konsum zusammenhängt. Es geht nicht darum, dass möglichst viele Leute dich mögen, sondern die, die zu dir passen. Zeig dich so, wie du bist. Und du wirst diese Menschen anziehen wie ein Magnet. Tatsächlich ist jeder Euro, den du ausgibst, wie ein Wahlschein, bei dem du aktiv entscheidest, was du unterstützt, somit weiter betrieben wird und die Umwelt und Menschen beeinflusst. Wer bewusst konsumiert, wird automatisch sehr viel weniger konsumieren. Denn wer gleich von Anfang an nur die Dinge kauft, die ihm gut gefallen, passen und lange halten, ist auch sehr viel länger damit zufrieden und braucht somit nicht schnell einen Ersatz. Ich dachte immer, ich müsste alles haben, um jemand zu sein. Dabei musste ich nur sein, um alles zu haben. Qualität statt Quantität und mit Achtsamkeit durchs Leben gehen war früher gang und gäbe. Bei meinen Tipps, wie seine Sachen zu reparieren, anstatt sie wegzuwerfen und neu zu kaufen, fragt sich meine Oma, ob das nicht eigentlich logisch sei. Das waren jetzt Auszüge aus Janas Teil. Und jetzt folgen noch ein paar Sätze vom Experten Wieland Stolzenburg. In der westlichen Welt konsumieren die Menschen mehr als das, was sie tatsächlich benötigen. Nach dem Motto, hast du was, bist du was. Wir kaufen vieles, obwohl wir es nicht unbedingt benötigen oder häufig gar nicht konsumieren. Wenn ich mir das neue iPhone leisten kann, dann bin ich etwas wert. Wir rennen dem Glück hinterher, weil wir es immer in der Zukunft sehen. Ein Fass ohne Boden. Das berühmte Hamsterrad. Wenn wir es genau betrachten, wird deutlich, dass wir dieses Spiel nie gewinnen werden. Das geht nicht, weil es unendlich viele Level gibt. Das zu erkennen, ist der erste Schritt. Dieses Spiel kann uns nicht zufriedenstellen. Bei diesem Spiel gehen wir leer aus.
Aus diesem Hamsterrad kommen wir nicht heraus, wenn wir einfach immer mehr konsumieren oder besitzen wollen. Wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mindestens 10.000 Follower habe, dann bin ich erfolgreich und zufrieden. Diese Worte sind so wahr, das ist unglaublich. Ich bin mir sicher, dass sich jeder Leser an irgendeiner Stelle mit diesem Buch identifizieren kann. Es werden einem einfach die Augen geöffnet. Ab Seite 108 gibt es eine Bestandsaufnahme, welche aus verschiedenen Fragen, wie zum Beispiel, wovon möchtest du im Leben mehr oder weniger, oder was möchtest du in Zukunft nach dem Ausmisten beachten, und auch kleineren Aufgaben, wie zum Beispiel kündige Abos, die du nicht brauchst, wie zum Beispiel Newsletter, besteht. Noch dazu gibt es am Ende ein paar Tabellen, in die man seine Kaufwünsche und Ausgaben eintragen und beobachten kann. Weiter hinten enthält das Buch noch einen extra Guide als Hilfestellung. Was mir persönlich sehr gut gefällt, sind die motivierenden Zitate von unter anderem Mahatma Gandhi und Albert Einstein am Ende jeder Seite des persönlichen Tagebuchs ab Seite 214. Hier kann man alles aufschreiben, was einem in den Sinn kommt. Zusätzlich verrät uns Jana auch ihre Inspirationen in Form von Büchern und Dokus. Fehler sind nichts Negatives. Sie sind nur Chancen zu erkennen, wo man noch etwas lernen kann. Feiere deine Erfolge und sei stolz auf alles, was du schon geschafft hast. Dankbarkeit ist etwas, das sehr viele von uns durch die tägliche Reizüberflutung und den Überkonsum also einfach verlernt haben. Wir sind darauf koordiniert, uns damit zu beschäftigen, was uns im Leben fehlt oder wir nicht haben, als die Perspektive zu wechseln und zu erkennen, wie gut es uns geht und wofür wir dankbar sein können. Das sind doch tolle abschließende Worte. Ich hoffe sehr, dass ich euch vom Buch überzeugen und auf jeden Fall neugierig machen konnte. Es ist wirklich interessant, über dieses Thema zu lesen und darüber informiert zu werden. Und ich finde es super von Jana, dass sie ihre Geschichte mit uns teilt und das ganze Wissen verbreitet. Danke, dass du deine Reichweite für solche Zwecke nutzt. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und leider auch eher selten geworden. Ihr zwei habt mit diesem Buch etwas Tolles geschaffen, das hoffentlich Auswirkungen auf das Verhalten unserer Gesellschaft haben wird. Wenn ihr dieses Meisterwerk also schon besitzt oder es euch auch jetzt erst kaufen geht, drückt es auch eurer Familie, euren Freunden, ja sogar euren Nachbarn in die Hand. Diese Nachricht muss verbreitet werden und ich finde wirklich, dass es so viele Leute wie möglich einmal gelesen haben sollten. Jana hat ebenfalls ein Video zu ihrem damals neu erschienenen Buch gemacht. Ich verlinke es in der Infobox. Lasst auch auf jeden Fall ein Abo da, wenn euch all diese Themen wichtig sind, denn Leute wie Jana gehören einfach unterstützt. Ihren Insta-Account findet ihr auch unten. Schaut unbedingt mal vorbei, denn da nimmt sie uns in ihrem täglichen Leben mit und vermittelt meiner Meinung nach wirklich wichtige Werte und Ansichten. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Bis hoffentlich bald. Tschüss!